Aktuell ist der neue Porsche ST extrem im Hype und aufgrund seiner strengen Limitierung extrem schwer zu bekommen. Wir zeigen dir in diesem Video, wie du doch noch an einen ST rankommst, und zwar an einen ganz besonderen seiner Sorte, an den ersten, der jemals gebaut wurde. Bleib bis zum Ende dran, denn es gibt für diesen ST nur einen exklusiven Produktionslot, den du dir am Ende von diesem Video sichern kannst. Um aber die ganze Geschichte des Porsche 911 ST zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 1970 gehen, denn hier hat Porsche den ST auf den Markt gebracht als Nachfolger des damaligen Rennfahrzeugs Porsche 911R. Die erstmalige Besonderheit beim ST war, dass es neben der Rennsportvariante auch eine Sportvariante mit Straßenzulassung für Privatkunden gab. Bedeutet, wir haben hier das allererste Fahrzeug von Porsche, das von der Motorsportabteilung kam und eine Straßenzulassung für Privatkunden hatte. Die Namensgebung des ST kam wie folgt zustande. Und zwar gab es damals den Porsche 911S, welcher die Sportvariante des Standard 911er war, und es gab den Porsche T, welche eine abgespecktere Variante, heißt weniger Ausstattung hatte und dadurch ein deutlich geringeres Gewicht hatte. Porsche hat eben diese beiden Eigenschaften kombiniert, heißt viel Power, wenig Gewicht, und daraus entstand dann der ST, für das er auch heute noch steht. Der ST hat sofort eingeschlagen. Porsche konnte einige Rennveranstaltungen mit dem ST gewinnen. Hier mal ein paar Highlights davon. Ja, es gab beim ST zwei Varianten, und zwar eine Variante, man konnte sich den ST ab Werk bestellen. Davon wurden lediglich eine Handvoll Fahrzeuge gebaut und sind auch heute sehr, sehr schwer zu bekommen. Die andere Variante war, man konnte bei Porsche ein Umbaukit für seine 911 kaufen. Das bedeutet, man hat dann Kotflügelverbreiterungen bekommen, man hat die Versteifungen für die Karosserie bekommen, man hat Umbauten für den Motor bekommen und konnte im Prinzip das Kit kaufen und dann selber einbauen, was natürlich nicht ganz einfach war. Und deshalb gibt es heute eigentlich so gut wie keine Fahrzeuge mehr, und wenn, werden diese versteigert und erzielen siebenstellige Werte. Ja, bei all diesen Fakten und auch bei dem neuen gehypten Porsche ST bin ich jetzt mal extrem gespannt, wie sich der fährt. Deswegen kommt mal mit, lasst uns gemeinsam rausfinden. So, um den ST zu starten, müssen wir erstmal den Batterietrennschalter aktivieren. Und dann starten wir das Auto. Also man hört gleich schon am Klang, dass es kein normales F-Modell ist. Machen wir aber erstmal kurz ein bisschen langsam, fahren den Motor warm. Solange kann ich euch mal was zu diesem Fahrzeug erzählen. Und zwar hat diesen ST wurde von Raphael Dietz Classic aufgebaut. Dietz Classic, wer die Firma nicht kennt, die ist sehr renommiert, was klassischen Porsche Rennsport angeht. Hat unter anderem den Haygo Porsche aufgebaut, hat auch den Röhrl Roadster von Walter Röhrl gebaut. Also die sind da, was Rennsport von Classic und Porsche angeht, sehr gut aufgestellt. So, bei Dietz Classic kann man den ST in 4 verschiedenen Varianten wählen. Einmal im 2,3 Liter Motor, 2,5 Liter Motor, 3 Liter Motor und in der höchsten Ausbaustufe, wie wir es jetzt hier haben, mit dem 3,6 Liter Motor überarbeitet. Und der Motor leistet hier jetzt knappe 350 PS und die Karosserie oder das komplette Fahrzeug wiegt knapp eine Tonne. Also haben wir hier ein sehr gutes Leistungsgewicht, und warten wir mal, bis er warm ist. Ich glaube, das ist ja echt verrückt. Man merkt es allein hier schon in den Kurven, wenn man fährt. Wenn man schon mal ein F-Modell gefahren ist, dann weiß man, dass er ja nicht ganz so steif ist und auch ein bisschen hin und her wackelt. Und man merkt jetzt hier schon, dass die Karosserie viel steifer ist. Man hat auch Koni-Dämpfer verbaut.
wo dem Ganzen auch nochmal viel mehr Stabilität geben. Und der Unterschied auch zu den meisten anderen Umbauten oder Nachbauten von ST sind, dass der Raphael Dietz, der guckt hier wirklich bei dem Fahrzeug, dass die komplette Karosserie wie ab Werk versteift wird. Das heißt, da werden Verstärkungsplatten in die Karosserie eingeschweißt und dadurch wird die halt viel, viel steifer und das merkt man hier sofort, dass die Karosserie sich gar nicht so stark verwindet wie bei einem normalen F-Modell. So, jetzt sind wir auch langsam schon auf Temperatur und ich glaube, ihr könnt schon hören, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Die Klangkulisse, das ist einfach Wahnsinn. Umdrehungen. Alter, wie der läuft! Uiuiui. Boah! Wie der in den Kurven liegt. Da kann man fast wie mit einem neuen GT3 fahren. Man hat hier natürlich keinen Bremskraftverstärker, man muss hier dann richtig in die Bremsen reinstehen. Also gefühlt ist er so schnell wie ein neuer GT3. Und von der Kurvenlage, klar kommt er natürlich nicht an einen neuen GT3 ran, aber das ist schon beeindruckend, wie man das Auto fahren kann. Also das hat absolut nichts mit einem normalen F-Modell zu tun. Echt krass. So, jetzt tun wir hier mal noch mal raus beschleunigen. Alter, und die Klangkulisse. Oh. Wie schön der hier durch die Kurven geht. Einfach genial. Man hat hier im Interieur, haben wir auch hier das klassische Armaturenbrett, was damals auch im ST in so einem rauen Teppich. Und ansonsten haben wir hier drin natürlich nicht viel. Das Fahrzeug hat auch das Original Lenkrad, wie es damals hatte. Ja, und das Interieur wurde möglichst original belassen. Das Einzige, was wir haben, ist für die Sicherheit ein erweiterter Überrollkäfig. Und wir haben noch Recaro Rennsportsitze, weil die originalen Sitze haben nicht mal Kopfstützen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, dass man hier ein paar Abstriche macht, dafür aber deutlich mehr Sicherheit hat. Echt brutal, wie der in den Kurven liegt. Ja, krass, ey, was ein brutales Auto. Der Klangkulisse, Leistung, unglaublich. Kommen wir mal zur Optik nochmal. Wir haben die breiteren Kotflügel, das sieht einfach so gut aus. Lackiert ist der in Oak Green, was ja auch wieder eine relativ moderne Farbe ist, was viele bei PTS, zum Beispiel beim GT3 wieder nehmen. Man merkt es einfach in den Kurven, dass die Karosserie viel, viel steifer ist wie ein normales Modell. Also man kann hier wirklich sehr sportlich unterwegs sein. Das Fahrzeug wiegt ja nur knapp 1000 Kilogramm und wir haben eine Leistung von 350 PS. Also es fährt sich fast wie ein GT3. Wie ein 991 oder so, also von der Leistung her echt richtig krass. Also für mich ein rundum gelungenes Auto.
So, wie kannst du nun so einen ST bekommen? Dieser ist leider schon vergeben. Wir konnten aber unseren guten Freund Raphael Dietz von Dietz Classic überzeugen, mit uns gemeinsam ein ganz besonderes Projekt umzusetzen. Dein 100% Custom-Made ST. Du kannst beispielsweise deinen Ur-ST optisch wie deinen 992 ST bauen lassen in der Präsentationsfarbe Short Blue mit Heritage-Paket. Wieso nicht? Wie cool wäre es denn, wenn du zum Beispiel schon einen 992 ST hast und den noch dazu stellst. Natürlich hat die ganze Sache einen kleinen Haken. So ein ST zu bauen ist technisch äußerst anspruchsvoll und benötigt einiges an Zeit und kann deshalb in diesem Umfang nur einmal dargestellt werden. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren exklusiven Produktionsslot bei Dietz Classic an einen unserer Zuschauer zu vergeben. Wie vergeben wir diesen Slot? Lass uns einfach unter st@röhrle-mobility.de wissen, wieso du einen ST haben möchtest. Wir melden uns dann bei dir.